Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf. Ein Thema, kein richtig oder falsch. Zoos abschaffen. Sind Zoos und Tierparks noch zeitgemäß? Für alle, die mich kennen, ihr denkt euch jetzt, oh, fragt ihn das nicht, fragt ihn das nicht. Ich habe keine große Bindung zu Tieren. Ich finde, Zoos sollten nicht abgeschafft werden. Sind sie noch zeitgemäß? Also ich würde sie nicht als nicht zeitgemäß betrachten. Im Gegenteil, ich denke mal, Interaktion mit Tieren und Natur ist eigentlich ziemlich wichtig. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen gehe ich mit meinen Kindern gerne in den Zoo. Zum anderen sehe ich dann, welche Verhaltensauffälligkeiten manche Tiere zeigen. Und dann denke ich mir, warum? Ich war noch nie im Zoo. Also ich fand es nie wirklich spannend. Ich fand es halt einfach traurig. Es ist eine traurige Atmosphäre im Zoo. Andererseits haben Zoos natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Wirkung, wenn es darum geht, Kinder darauf zu sozialisieren, Tiere zu respektieren. Ich habe eine kleine Nichte und einen kleinen Neffen und die gehen halt furchtbar gern in den Zoo, weil Zoo ist ja auch mal so eine Flucht in die weite Welt. Man sieht dort Tiere, die man hier nicht sieht. Kinder werden, glaube ich, dadurch auch irgendwie weltoffen. Sie interessieren sich für die Welt. Das ist auch ein Entwicklungsprozess, der vielleicht für Kinder ganz wichtig ist, so Sachen nicht nur aus dem Fernsehen zu sehen. Laut einer Studie befürworten 4 von 5 Deutschen Zoos. Ebenso viele denken, dass Zoos verantwortungsvoll mit ihren Wildtieren umgehen. Da gibt es einen Löwe, da gibt es eine Katze, da gibt es Baum, das gibt auch Löwe. Ich liebe Tiere. Wirklich durch und durch. Jedes Tier. Bis auf Mücken und Wespen. Aber wirklich ansonsten jedes Tier. Und bin der Meinung, dass es halt schwierig ist, weil ich mir wünschen würde, dass alle unsere Kinder schon mal einen Löwen gesehen haben oder eine Giraffe gesehen haben. Dass sie wissen, was für Tiere wir haben, wie schön unsere Welt ist. Aber die Umstände, unter denen diese Tiere gehalten werden, die sind ja grausam. Ich glaube, dass die Arterhaltung nur durch Zoos und durch menschliche Kontrolle gewährleistet werden kann, weil es auf der anderen Seite eben Menschen gibt, die diese Tiere ausrotten, Wilderer und sowas. Also wenn Arterhalt wichtig ist, dann weil wir den Lebensraum von Tieren töten. Haben Tiere nicht genug Platz und Beschäftigung, können sie Verhaltensstörungen, Aggressionen und Depressionen entwickeln. Das ist ja etwas, was kann man, glaube ich, in jedem Zoo beobachten, wie Elefanten bestimmte Bewegungen zum Beispiel mit dem Kopf machen. Das machen die in freier Natur nicht. Die haben einfach durch diese Gehegehaltung einen Schlag. Wenn man sieht, wie Meschugge, die zum Beispiel in Tierparks oder Zoos umherlaufen, da soll mir jemand sagen, dass das für dieses Tier sinnvoll ist. Ich brauche Zoos nicht. Dementsprechend wahrscheinlich sind viele Tierschützer, die haben die gleiche Meinung. Also wir können Zoos von mir aus gerne abschaffen. Wenn man sich vorstellt, man selber wäre irgendwo eingesperrt, Tiere werden sich nicht natürlich verhalten wie in der freien Laufbahn. Ich meine, so ein Löwe, der in Gefangenschaft nur in der Sonne liegt und rumdöst und irgendwie das Essen hingeworfen bekommt und kaum Auslauf bekommt, ist mit Sicherheit ein, sag mal, ganz anderes Tier, als er eigentlich sein müsste. Manche löst es ja mehr aus, als wenn man Menschen gefangen sieht. Das ist für die dann schlimmer, wenn Tiere gefangen sind. Also fühle ich nicht so. Ich glaube, Tiere können sich auch in Gefangenschaft wohlfühlen und denen kann es dort auch gut gehen. Bei gewissen Tierarten wie Affen zum Beispiel, die leben in Zoos doppelt so lang wie in der freien Natur. 75% der Familien besuchen mindestens einmal im Jahr einen Zoo. Löwe und Adler sind mein Lieblingstier. Das. Warum? Das ist schön. Das ist schön. Ich liebe Pandas. Ich kann ja nicht verstehen, was die sagen und ich verstehe nicht, was ich sage. Und damit haben wir keine Connection. Mein Neffe zum Beispiel, der jetzt 8, der war bis jetzt nicht einmal im Zoo. Weil mein Schwager strikt gegen Zoos ist. Ich finde es dann halt sehr schade, zum Beispiel, wenn die Kinder gar nicht im Zoo waren. Vor 3 Monaten war ich mal im Zoo mit einer geflüchteten Familie, deren Kinder mal ein bisschen Ablenkung gebraucht haben. Zoos sind Tiergärten. Tierparks sind zum Teil weitläufiger und zugleich Landschaftsgärten. Wildparks haben überwiegend einheimische Tiere. Großräumige Tierparks mit Wildtieren, die da wirklich durch Wälder laufen können, das lasse ich mir gefallen. Aber ein Zoo ist für mich nicht artgerecht und auch nicht mehr zeitgerecht. Worüber man sich vielleicht Gedanken machen sollte, ist, ob man wirklich alle Tiere in einem Zoo braucht. Ich bin absolut dafür, dass Tiere, die nicht hierher gehören, weil sie zum Beispiel in einem anderen Klima leben, dann auch dort bleiben. Ich bin zum Beispiel jemand immer gewesen, der gerne Natur- und Tierdokus gesehen hat. Aber Tierdokus sind eben kein Tier in 3D. So wie es riecht, so wie es aussieht. So große, so groß und so Augen. Große,
blaue. Es ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl, so eine Riesengiraffe vor einem zu haben, sie ansehen zu können, den Hals zu sehen, weil man kann sich das ja als Kind auch gar nicht so vorstellen. Es muss nicht in jeder Stadt ein Zoo aus dem Boden gestampft werden. Hauptsache man hat's, sondern ich glaube wirklich, man muss darauf schauen, dass die Tiere gut gehalten werden. Und dann, glaube ich, kann man das auch vertreten, dass es Zoos weiterhin gibt. Wir Menschen, wir sollten aufhören, uns über die Tiere zu stellen, weil letztendlich sind wir alle Bewohner dieser Erde. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter hat kein Vertrauen mehr daran, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf.